Shure hat jetzt mit dem MV6 eine Alternative auf den Markt gebracht, die ebenfalls eine sehr hohe Klangqualität liefern soll, aber ohne die Komplexität des legendären SM7B. Es lässt sich einfach per USB-C einstecken und übrigens auch direkt an ein iPhone 15 Pro oder später, und es braucht kein XLR-Audio-Interface. Plug and Play und fertig. Die MFI-Zertifizierung garantiert sogar eine reibungslose Verbindung mit Apple-Geräten, was einen bedeutenden Vorteil gegenüber diesem SM7B darstellt. Ich habe lange nach einer Möglichkeit gesucht, dieses SM7B an mein iPhone anschließen zu können und kann es aktuell tatsächlich nur dank des Volt 1 Interface und eines Vorverstärkers an mein iPhone 15 Pro anschließen. Das sind dann aber im Bundle knapp 500 €, die ich für dieses Setup ausgegeben habe. Besonders portabel ist das Setup auch nicht, ne? Ich habe hier viele Kabel, viele Geräte, die ich miteinander irgendwie in Verbindung bringen muss. Ja, und dann kam Shure mit diesem nur 149 € günstigen MV6 daher und alles war auf einmal einfach. Der größte Vorteil des MV6 ist seine Mobilität und Vielseitigkeit. Es ist ein reines USB-Mikrofon und kann problemlos auch an alle Smartphones und Tablets mit USB-C benutzt werden. Für unterwegs oder im Homeoffice eine sehr, sehr praktische Lösung. Doch wie klingt es? Was nützt uns die Einfachheit im Umgang, wenn der Klang nicht stimmt? Lasst uns das doch mal testen. Ich mache einen Blindvergleich zwischen dem Shure SM7B und dem Shure MV6. Und du sagst mir, welches Mikrofon besser klingt. Bevor wir aber in den Test einsteigen, möchte ich mich bei Thomann herzlich bedanken. Sie haben mir dieses Shure MV6 auf meine Anfrage hin kostenlos zur Verfügung gestellt und ich schätze es sehr, dass Sie mir so die Möglichkeit gegeben haben, das Mikrofon ohne zusätzliche Kosten für mich zu testen. Ich kaufe seit Jahren Mikrofone bei Thomann, weil ich dort sicher sein kann, dass ich dort Originalprodukte und keine Fakes erhalte, denn Amazon hat ein großes Problem und dazu hat sich auch neulich der Morpheus geäußert. Falls du wissen möchtest, warum ich solche Dinge bei Amazon nicht mehr kaufe, schau mal in die Videobeschreibung, dort habe ich sein Video verlinkt. Dort kannst du ein bisschen nachlesen, warum man Mikrofone beispielsweise nicht bei Amazon kaufen sollte. Das hier ist das Shure SM7B und das ist das Shure MV6. Und ich möchte dir hier in einem Blindvergleich zeigen, wie die beiden klingen. Und sag mir, ob du gerade das Shure SM7B hörst oder ob du gerade das Shure MV6 hörst. Jetzt ist das andere Mikrofon dran und sag mir jetzt, ist das Shure SM7B oder das Shure MV6? Also, die erste Aufnahme war A, die zweite Aufnahme war B und was ist welches? Ist das Shure SM7B A oder ist das Shure MV6 A? Welches der beiden hört sich besser an? Und konntet ihr einen Unterschied hören? Schwer, oder? Das MV6 steht dem SM7B in Sachen Klang kaum nach. Es liefert trotz des geringen Preises eine beeindruckende Leistung, vor allem bei Sprachaufnahmen, so wie jetzt hier auch. Das MV6 ist also nicht nur einfach zu bedienen, sondern auch speziell für Sprachverständlichkeit im Bereich von 50 bis 15 kHz optimiert, was Podcasts, Streaming und Videocalls besonders zugutekommt. Ein nützliches Feature ist der eingebaute DSP, also der digitale Signalprozessor, der verschiedene Filter und Effekte in Echtzeit ermöglicht. Dazu gehören ein Noise Reduction Filter, ein Popper-Stopper und ein Hochpassfilter. Der Popper-Stopper reduziert sehr erfolgreich Plosivlaute, wie hier Peter Pan putzt Pfann, Peter Pan putzt Pfann, Peter Pan putzt Pfann. Na, also normalerweise hast du bei anderen Mikrofonen, die in dem Preisbereich sind, einen sehr, sehr schlechten Popfilter, so dass du dir dann solche Teile noch davor machen musst, so dass der Popschutz hier verstärkt wird. Beim Shure MV6 brauchst du das nicht. Ja, diese ganzen Funktionen können über die kostenlose Shure Motiv Software gesteuert werden, auch direkt am iPhone und werden permanent auf dem Mikrofon gespeichert. Das heißt, wenn du es einmal abziehst und wieder dran steckst, bleiben die Einstellungen gespeichert. Was kannst du hier in der Shure Motiv App einstellen? Du kannst hier den Klang einstellen. Du kannst hier heller klingen, wenn du möchtest. Wenn du zum Beispiel eine sehr tiefe Stimme hast, aber wenig helle
Anteile in der Stimme, oder du kannst hier auch sehr, sehr dunkel klingen. Wenn du zum Beispiel eine Frauenstimme hast oder eine Frau bist, dann kannst du hier deine Stimme voluminöser machen. Ich mag das gerne auf natürlich. Dann haben wir hier einen Hochpassfilter, den wir auf 75 Hertz zum Beispiel setzen können. Hier sollte eigentlich dann so ein Griffgeräusch oder tiefe Geräusche ausgeblendet werden, aber ich sehe gerade auf der Aussteuerungsanzeige, dass sie trotzdem noch da sind. Du könntest den auch auf 150 Hertz setzen. Jetzt wird natürlich aber schon von der Stimme einiges weggenommen. Dann hörst du aber die Klopfgeräusche auf dem Tisch nicht mehr ganz so stark. Griffgeräusche sind natürlich immer noch vorhanden, weil die natürlich auch weniger als 150 Hertz sind. Ich mag es gerne, dass hier alles mit aufgenommen wird und ja, dann haben wir hier noch einen Echtzeit-Denoiser. Hier wird eingestellt, dass du zum Beispiel Umgebungsgeräusche auch rausfiltern kannst. Und zwar so, dass es für deine Stimme gar nicht so einen großen Unterschied macht. Ich mache das mal jetzt hier aus. Und der Vorteil von diesem Denoiser ist, dass er eben auch den Raumhall ein wenig aus dem Mikrofon rausnimmt, aus der Aufnahme rausnimmt. Deswegen schalte ich den immer wieder gerne ein und lasse den auch eingestellt. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Popper-Stopper. Ne? Peter putzt Pfannen, 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 Peter putzt Pfannen. So hört sich das mit dem Popper-Stopper an. Und so hört sich das ohne an. Peter putzt Pfannen, Peter putzt Pfannen, Peter putzt Pfannen, Peter putzt Pfannen, Peter putzt Pfannen. Ja, das hört sich dann doch mit dem Popper-Stopper wesentlich besser an. Deswegen lasse ich den auch immer an. Mehr kannst du hier nicht einstellen. Du könntest hier noch einen Autopegel einstellen. Das hat eben bei Podcasts den Vorteil, dass wenn die Leute mal zurückgehen und nicht so sehr mit Mikrofonaufnahmen vertraut sind, dass sie auch mal näher dran gehen und dann ganz nah besprechen und dann irgendwann mal auch wieder zurückgehen und sich zum Beispiel zurücklehnen und während sie sprechen sich zurücklehnen, dann wird der Autopegel das sehr gut aussteuern. Ansonsten würde ich den Autopegel tatsächlich weglassen. Ich habe in der Vergangenheit immer nur Probleme mit Autopegeln gehabt, weil du nie weißt, wie der sich verhält. Ne? Also lieber nehme ich ein bisschen zu leise auf und stelle das Ganze auf sicher ein und mache das dann in der Post-Production lauter, weil der Rauschpegel hier bei diesem Mikrofon sehr, sehr gering ist, als dass ich später verschiedene Lautstärken irgendwie miteinander kompensieren müsste. Wir können hier natürlich noch den Playback-Level, also das, was aus dem Computer in das Mikrofon, in deine Kopfhörer kommt, einstellen. Und wir haben auch hier den Mic-Input-Level, das heißt, wie stark höre ich mich selbst in den Kopfhörern, in den Monitor-Kopfhörern. Was das SM7B aber nach wie vor besonders macht, ist seine robuste Konstruktion und vor allem die interne Entkopplung. Das Mikrofonkapseldesign reduziert dabei effektiv Griffgeräusche und Vibrationen, die beispielsweise beim Tippen auf mechanischen Tastaturen entstehen oder wenn du hier an den Arm kommst oder wenn du hier an den Tisch kommst und das Ganze dann bollert. Hier habe ich jetzt den Arm am Tisch festgemacht und für das Shure müsste ich hier tatsächlich das Mikrofon anders irgendwie hinstellen, so dass es nicht am Tisch ist und du nicht die ganze Zeit solche Geräusche hören kannst. Ja, und hier hörst du nochmal zum Vergleich die Griffgeräusche beim SM7B. Auch die Tischgeräusche sind wesentlich leiser. Ja, und wenn du hier tippen würdest auch, du kannst das Mikrofon ruhig verschieben. In Podcasts ist es ja, wie gesagt, üblich, dass die Leute die Mikrofone verschieben. Und das ist ein ganz großer Vorteil von diesem Mikrofon, welches kaum ein anderes Mikrofon in der Qualität bietet wie das Shure SM7B. Deswegen ist es wahrscheinlich auch bei Podcastern so beliebt, weil man die
das Mikrofon auch fast in der Hand halten könnte, ohne dass hier irgendwelche Geräusche in die Aufnahme mit reinkommen. Ja, es gibt aber eine einfache Lösung. Wie gesagt, ich könnte das Mikrofon auf einem anderen Stativ aufstellen, welcher nicht mit dem Tisch verbunden ist. Das habe ich dann jetzt auch mal gemacht. Das Mikrofon steht auf einem separaten Mikrofonständer am Boden, nicht mehr am Tisch befestigt. Und so hört sich das dann eben an, wenn du das Ganze dann nicht am Tisch hast. Das ist jetzt natürlich schwierig, weil mitgeliefert wird ja nur so ein kleines Tischstativlein. Da brauchst du definitiv auch ein anderes Stativ. Ich habe hier kein passendes. Ich habe jetzt hier ein Lichtstativ dafür genommen. Aber es gibt natürlich auch gute, günstige Mikrofonständer mit einem Auslegearm, die du dafür sehr gut verwenden kannst. Das kostet dich dann nochmal 30 Euro extra, vielleicht 40, und dann bist du definitiv vom Tisch befreit. Auch wenn das quasi hier im ganzen Set so daherkommt und theoretisch perfekt wäre, einfach zu benutzen, würde ich es nicht benutzen, weil du dann solche Geräusche hörst, sobald du das Mikrofon irgendwie anfasst. Aber es gibt noch ein zweites Problem bei diesem Mikrofon, und das siehst du hier im Bild. Das ist nämlich das kurze Kabel. Ich habe ja gerade mal 1 Meter zwischen dem Kabel und meinem iPhone, an das ich das Shure MV6 gerade angeschlossen habe. Und ja, das Kabel hängt jetzt hier so quasi dazwischen. Und ich kann hier nicht mal ein längeres Kabel verwenden. Das ist ein USB-C-Kabel für eine Webcam, also sprich auch mit USB 3. Und das funktioniert mit dem nicht. Also bisher habe ich nur ein Kabel mit dem Shure MV6 und meinem iPhone zumindest, iPhone 15 Pro, zum Laufen bekommen. Also auch hier so ein teures Kabel, welches angeblich alle USB-C-Standards erfüllt, funktioniert ja auch nicht. Ich weiß nicht, was Shure hier gemacht hat. Ob das ein spezielles Kabel ist oder ob das eine spezielle Belegung braucht, ich weiß es einfach nicht. Bedenke, es ist nur 1 Meter dabei und wahrscheinlich wirst du zu Hause kein passendes Kabel haben und müsstest dir hier von Shure ein längeres Kabel kaufen. Aber für die meisten Content Creator, die ohne großen Aufwand und teures Equipment loslegen wollen, ist das Shure MV6 eine hervorragende Option. Es ist auch eine sehr gute Wahl für Videokonferenzen. Das MV6 bietet ja eben professionellen Sound, ist einfach zu bedienen und kommt zu einem wirklich sehr, sehr fairen Preis. Dieser grüne Ring hier ist Geschmackssache. Ich mag den nicht. Ich mag das Design hier vom Shure SM7B wesentlich lieber. Das ist viel, viel klassischer, viel, viel unauffälliger. Aber gerade beim Streaming und anderen Content Creations könnte das durchaus relevant sein. Ich könnte jetzt beispielsweise meine Niva LED-Tube hinter mir auf grün stellen statt blau, und dann würde das Ganze dann ja auch zu meinem Mikrofon passen, und das ist schon irgendwie cool. Wenn du jetzt ein Gaming-Setup hast, wo du einen grünen Hintergrund einstellen kannst oder deine Umgebung grün machen kannst, dann ist das durchaus ein sehr interessantes Gimmick. Es leuchtet nicht, das ist einfach vom Case die Farbe, die vom Plosivfilter hier nicht versteckt wird. Es ist also nicht etwas, was du einstellen kannst, das grün bleibt. Es ist auch kein RGB-Ring, aber ich fände es besser, wenn es schwarz wäre. Ja, und was ist mein Fazit zu diesem Mikrofon? Ich mag es sehr. Es funktioniert sehr gut mit meinem iPhone 15 Pro. Das ist schon mal was, weil viele Mikrofone wie das Bayer hier vom iPhone nicht mal erkannt werden, egal mit welchem Kabel. Das funktioniert sehr, sehr gut mit meinem Mac zusammen. Der einzige Nachteil, den ich bei diesem Mikrofon sehe, ist die Griffigkeit. Also wenn du das Mikrofon anfassen können musst, ist es absolut nichts für dich. Das sind die meisten Mikrofone aber. Die wenigsten sind dafür ausgelegt, angefasst zu werden. Deswegen gibt es ja auch Mikrofonspinnen. Das heißt, es ist eigentlich kein Nachteil von diesem Mikrofon. Es ist einfach nur der große und riesige Vorteil vom Shure SM7B. Ich hatte noch keine Mikrofone im Test, die
Genauso griffstabil waren wie das Shure SM7B. Also wenn du ein günstiges Mikrofon haben möchtest, welches wirklich sehr, sehr gut klingt, dann ist das Shure MV6 wirklich ein ganz tolles Mikrofon. Und falls du jetzt überzeugt bist und das gerne kaufen möchtest, dann schau doch mal in die Beschreibung des Videos. Dort habe ich dir einen Link verlinkt. Wenn du über diesen Link bei Thomann kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Mit dieser Provision kann ich weitere Videos wie solche finanzieren, denn nicht jeder gibt mir Mikrofone zum Testen. Viele muss ich auch selbst kaufen. Aber für meine persönliche Vorliebe würde ich jetzt doch beim Shure SM7B bleiben. Ich habe es nun mal. Wenn ich es nicht hätte, würde ich wahrscheinlich das Shure MV6 kaufen. Warum nicht das MV7? Nun, das war zumindest an meinem iPhone 15 Pro viel zu leise und am Mac musste ich den Pegel auch höher setzen. Das heißt, das ist zwar ein sehr gutes Mikrofon, es ist sehr klobig und es ist sehr leise. Also ich würde das Shure MV6 dem MV7 definitiv vorziehen, falls du hier diesen Gedanken gehabt haben solltest.